Wenn Sie denken, dass ein LKW oder ein normaler Kipper mit Schotter riesige Maschinen sind, dann wird sich heute Ihre Welt auf den Kopf stellen. Wir zeigen Ihnen solche Giganten, in deren Ladefläche man gleich ein paar Dutzend LKWs laden kann. Unglaubliche Ausmaße, Tragfähigkeit und Räder so hoch wie ein Laternenmast. Am Ende sehen Sie einige unrealistische Lastzüge, die wie ein Hochhaus auf Rädern aussehen. Liebherr T281B. Um in die Kabine dieses Riesen einzusteigen, muss man ganze 16 Stufen überwinden. Der deutsche Kipper. Liebherr T282B ist derzeit das größte Fahrzeug der Welt, das in Serie produziert wird. In seine Ladefläche könnte man problemlos ein großes Landhaus unterbringen. Die maximale Nutzlast des LKWs beträgt 363 Tonnen. Das Gesamtgewicht der Maschine erreicht 592 Tonnen. Die Länge des Fahrzeugs beträgt 14,5 Meter, die Breite 8,8 Meter und die Höhe 7,4 Meter. Der Tank dieses fahrenden Kolosses fasst 4.730 Liter. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch beträgt 177 Liter pro Stunde. Wenn man neben diesem landgestützten Giganten steht, erinnert er eher an ein Schiff. Es scheint, als könnte man rufen, hey, auf der Brücke. Die äußere Ähnlichkeit mit einem Schiffsaufbau und einer Kommandobrücke wird durch die beeindruckenden Ausmaße, Geländer und sogar 3 Treppen unterstrichen, die nach oben führen. In der Kabine dieses Fahrzeugs gibt es neben dem Fahrerplatz einen zweiten Sitz für den Beifahrer. Anstelle eines herkömmlichen Armaturenbretts ist ein LCD-Bildschirm installiert, auf dem alle notwendigen Informationen für den Fahrer angezeigt werden, einschließlich der Bilder von Kameras, die rund um die Ladefläche angebracht sind. Der Preis dieses Monster-LKWs liegt je nach Ausstattung zwischen 4 und 5 Millionen $. Der riesige Elektrokipper. Eine Gruppe von Schweizer Ingenieuren hat zusammen mit Experten von E-Mining, EMPA, der NTB Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs und Spezialisten der Universität Bern den weltweit größten elektrischen LKW namens E-Dumper entwickelt. Die Basis für diese gigantische Maschine bildete der mächtige Komatsu HD 657, der von sich aus bereits beeindruckende Ausmaße hat. Doch im Gegensatz zu vielen großen Kippern ist der E-Dumper der einzige elektrische LKW seiner Art. Um dieses Monster umweltfreundlich zu machen, musste der 23 Liter Dieselmotor des Komatsu HD 657 durch leistungsstarke Elektromotoren ersetzt werden. Um diese zu betreiben, wurde ein riesiger Fahrzeugakku eingebaut, der mehr als 4,5 Tonnen wiegt. Die Kapazität dieser Batterie liegt, je nach Quelle, zwischen 600 und 700 Kilowatt. In Situationen, in denen ein Elektrofahrzeug nicht optimal arbeitet, wie zum Beispiel in kalten Jahreszeiten, kann die Entladung der Akkus problematisch werden. Doch selbst mit diesen Einschränkungen kann der E-Dumper laut Berechnungen in 10 Jahren beeindruckende 300.000 Tonnen Fracht transportieren, ohne dabei Schadstoffe in die Atmosphäre auszustoßen. Komatsu 930E4. Das Unternehmen Komatsu, einer der weltweit führenden Hersteller von Bergbaukippern, hat sein Modell 930E4 vorgestellt, das zu einem wichtigen Glied in der Welt der Bergbautechnik geworden ist. Dieser furchterregende Gigant vereint Zuverlässigkeit, Leistung und moderne Innovationen. Das Modell 930E4 ist mit einem 2700 PS Motor ausgestattet und hat eine Nutzlast von etwa 290 Tonnen, was es zur idealen Lösung für große Bergbaubetriebe macht. Der Kipper ist mit einem Motormanagementsystem ausgestattet, das einen optimalen Kraftstoffverbrauch und reduzierte Emissionen gewährleistet. Eine der wichtigsten Funktionen des 930E4 ist jedoch sein automatisches Steuerungssystem. Dies minimiert den Einfluss des menschlichen Faktors auf den Betrieb der Maschine und erhöht die Effizienz und Sicherheit. Das Fahrzeugüberwachungssystem ermöglicht es den Bedienern, den Zustand aller Systeme zu überwachen und Ausfälle zu verhindern. Darüber hinaus verfügt der 930E4 über zahlreiche moderne Funktionen, wie ein Anti-Blockiersystem, ein Traktionskontrollsystem und ein Ölniveau-Regelsystem. All dies wurde entwickelt, um maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Arbeit unter extremen Bedingungen in Bergwerken zu gewährleisten. Caterpillar 797
Caterpillar ist eines der bekanntesten Unternehmen, das an der Entwicklung von Spezialmaschinen beteiligt ist. Das Modell Caterpillar 797 wurde für den Einsatz in der Bergbauindustrie entwickelt und war für den Transport riesiger Lasten konzipiert, weshalb es über wirklich leistungsstarke Eigenschaften verfügt. Dieser gigantische LKW mit einer Länge von 14,5 Metern, einer Breite von 9 Metern und einer Höhe von 7 Metern war mit zwei V12 Dieselmotoren ausgestattet, die zusammen einen Hubraum von 106 Litern und eine Leistung von 3400 PS hatten. Und in der modernisierten Version von 2002 erreichte die Leistung sogar 3550 PS. Bereits damals konnte das Fahrzeug ein Gewicht von 345 Tonnen heben. Das schien nicht genug zu sein, und Ende 2008 erschien ein neues Modell des 797 mit dem Zusatz F. Hier wurde der Motor erneut ausgetauscht, diesmal gegen einen 20-Zylinder-Dieselmotor, der die Leistung auf 4000 PS erhöhte und durch höhere Effizienz den Kraftstoffverbrauch senkte. Die Tragfähigkeit erreichte 363 Tonnen, was zu diesem Zeitpunkt einen neuen Rekord darstellte. Euclid, LLD. Es ist offensichtlich, dass gigantische Kipper für den Einsatz in der Bergbauindustrie entwickelt wurden, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte. Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele beeindruckende Exemplare geschaffen, die eine besondere Betrachtung verdienen. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts entstand das Unternehmen Euclid, das sich praktisch sofort der Entwicklung von Spezialtechnik für den Bergbau widmete. Das bekannteste Produkt dieses Unternehmens war ein Kipper, der 1952 produziert wurde, das Modell Western 80. Zunächst unterschied es sich nicht von normalen Dreiachsern mit Kippaufbau, LKWs mit 3 Radpaaren, die über die gesamte Länge des Fahrzeugs verteilt waren. Doch das Unternehmen Euclid beschloss fast sofort, das Modell zu modifizieren und daraus einen speziellen Lastzug für den Bau von Staudämmen zu entwickeln. Die Tragfähigkeit des verbesserten Western 80 wird, je nach Quelle, auf 120–150 Tonnen geschätzt. Was macht diesen Riesen besonders? Er hatte gleich 2 Dieselmotoren, was für jene Jahre eine unerwartete Lösung war. Zunächst waren es Cummins-Anlagen mit jeweils 375 PS, später wurden sie durch stärkere GM-Motoren mit jeweils 425 PS ersetzt. Auf den Bildern können Sie die ungewöhnliche Platzierung der Auspuffrohre sehen, die direkt unter der Motorhaube herauskommen. Diese Ingenieurlösung wurde nicht zufällig gewählt. Sie verbesserte die Luftzirkulation im Motor und verhinderte mögliche Schäden an den Rohren durch das Fahren auf unebenem Gelände. Andere Rekorde. Und was sagen Sie zu gigantischen Feuerwehrfahrzeugen? Zur Information, die größten von ihnen sind Flughafenfeuerwehren. Die Spezifikationen ihrer Arbeit erfordern ein großes Volumen an Löschmittel und dementsprechend große Fahrgestelle. Doch der Rosenbauer Buffalo Extreme sticht selbst unter ihnen hervor. Auf einem Paul Heavy Mover Fahrgestell mit einem 570 PS starken Mercedes V8 ist eine MB-Kabine und ein Tank mit 33.000 Litern Volumen montiert. Das Gesamtgewicht des Büffels beträgt 68 Tonnen. Oder nehmen Sie die Baugiganten. Im Jahr 2015 haben die Chinesen die anerkannten Marktführer dieses Segments, Terex und Liebherr, überholt. Während diese Autokrane herstellen, die in der Lage sind, bei kurzem Ausleger bis zu 1200 Tonnen zu heben, schafft der Zoom Leon ZACB01 bereits 2000 Tonnen, was ihn zum leistungsstärksten der Welt macht. Und man darf auch einen weiteren Riesen nicht vergessen, auch wenn er völlig nutzlos ist. Einen Riesen, der dem Ego seines Besitzers entspricht. Einer der Scheichs der VAE entschied sich, sein Lieblingsauto ein wenig umzubauen und es in der Größe eines Landhauses zu bauen. Das Ergebnis war ein Dodge Powerwagon, der 8-mal größer als das Original ist und 50 Tonnen wiegt. Im Inneren befinden sich ein Wohnzimmer, ein Badezimmer, 4 Schlafzimmer und ein Balkon, der als abklappbare Heckklappe dient. Der Fahrer sitzt bescheiden unter dem Fahrzeugboden. Das Fahrzeug kriecht kaum die Straße entlang, denn neben dem enormen Gewicht wird es auch durch mehrere Klimaanlagen im Innenraum gebremst. Terex 3319 Titan. Kommen wir zurück zu unseren Giganten im Tagebau.
Das Modell Euclid LLD inspirierte Ingenieure zur Entwicklung eines vielseitigeren und robusteren Schleppers, der für eine breite Palette von Aufgaben geeignet ist. Der Terex 3319 Titan ist ein LKW mit beeindruckenden Parametern, der 1973 auf den Markt kam. Seine Abmessungen betragen 20 Meter in der Länge, 8 Meter in der Breite und 7 Meter in der Höhe. Sein EIGEN-Gewicht liegt bei 228 Tonnen. Trotz dieser enormen Maße konnte der Titan auch noch mindestens 320 Tonnen Fracht transportieren. Dieser Koloss läuft nicht mit einem klassischen Dieselmotor, sondern die Konstrukteure haben ihm ein Aggregat aus einer Lokomotive eingebaut. Der Hubraum dieses Wunderwerks beträgt 169 Liter und er leistet 3300 PS. Das Getriebe umfasste 4 Motorräder, was für Tagebaumuldenkipper viele Jahre lang die Standardlösung blieb. Der Elektroantrieb steuerte auch die Lenkung, wobei auch die Räder der Hinterachse um ein paar Grad schwenkbar waren. Allerdings war dieser Gigant nur bis Anfang der 1990er Jahre im Einsatz. Danach wurde er restauriert und in Kanada als Denkmal aufgestellt. Bis zu seinem Ende blieb der Terex 3319 der größte und leistungsstärkste Tagebau-LKW. Obwohl verschiedene Hersteller neue Monster bauten, konnte niemand seine Werte übertreffen, bis Doppelmotoren eingeführt wurden. Bela Z. Wenn die vorherigen Monster ungefähr die gleiche Größe hatten, so wurden mit dem Erscheinen des neuen Bela Z im Jahr 2013 alle Vorstellungen von gigantischen Abmessungen über den Haufen geworfen. 20,5 Meter in der Länge, 10 Meter in der Breite und etwas mehr als 8 Meter in der Höhe. Diese Dimensionen übertreffen die Abmessungen gewöhnlicher Häuser erheblich. Der Gigant, der die Modellnummer 7555710 trägt, ist wirklich eines der massivsten Transportmittel, die je gebaut wurden. Die wichtigste Eigenschaft dieses Modells ist seine Nutzlastkapazität. Er kann unglaubliche 450 Tonnen Fracht transportieren, bei einem Eigengewicht von etwa 390 Tonnen. Für einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde wurde er sogar einmal mit 503,3 Tonnen beladen. Und auch dieses Gewicht schaffte der Bela Z. Dadurch eignet er sich hervorragend für den Transport riesiger Mengen an Rohstoffen und Materialien in den Tagebauen von Bergbauunternehmen. Um diese enorme Nutzlast zu ermöglichen, ist der Bela Z 7555710 mit leistungsstarken Dieselmotoren ausgestattet, die zusammen über 4000 PS leisten. Seine Konstruktion sieht auch den Einsatz von 6 Rädern mit 2 Vorder- und 4 Hinterachsen vor. Dieser LKW stellt eine beeindruckende ingenieurtechnische Leistung dar und wird in den anspruchsvollsten und größten Projekten weltweit eingesetzt. Seine Besonderheiten erlauben es, Aufgaben zu bewältigen, die für die meisten anderen LKW unmöglich sind. ETF MT 240. Kehren wir zurück zu einem Konkurrenten des weltweit berühmten Bela Z. Vor nicht allzu langer Zeit gab das slowenische Unternehmen ETF Mining bekannt, dass ein neuer, 5-achsiger Gigant das Fließband verlassen hat. Doch die Länge des Fahrzeugs ist für ETF ein relatives Konzept. Denn ein besonderes Merkmal des Modells ist das innovative modulare Konstruktionsprinzip, das es ermöglicht, das Fahrzeug mit zusätzlichen Motorrädern, Ladeeinheiten, Batterien auszustatten oder überflüssige Teile zu entfernen. Das Fahrzeug erinnert an ein riesiges Lego-Konstrukt. Die Kabinen können abgekoppelt werden, wodurch das gigantische Fahrzeug zu einem selbstfahrenden Anhänger wird. In der minimalen Ausführung mit 4 Rädern erreicht der Muldenkipper eine Länge von 12,5 Metern, in der maximalen Ausführung mit 10 Paaren gigantischer Räder 29 Meter. Alle Räder des riesigen Muldenkippers sind angetrieben und mit der Lenkung verbunden. Die Geländegängigkeit des ETF MT 42 ist beeindruckend. Das Fahrzeug kann sich an Ort und Stelle drehen, unabhängig von der Straßenlage und der Qualität des Tagebaugebiets. Was die Nutzlast betrifft, erwartet uns hier ein neuer Rekord. Das slowenische Meisterwerk ist bereit, mit Massen von bis zu 760 Tonnen zu arbeiten. Das ist fast 1,5 Mal mehr als der berühmte Bela Z. Im MT 240 werden Motoren mit einer Leistung von 2500 PS installiert. Der Bela Z verfügt über 2 Dieselaggregate mit 2430 PS, aber die unabhängigen Achsen des slowenischen Herstellers in Kombination mit dem hydropneumatischen Antrieb verhindern jegliches Wanken während der Fahrt und beim Entladen. Autoprozüge. Muldenkipper und Zugmaschinen mit Anhängern sind keine Seltenheit. Solche Fahrzeuge sieht man sogar auf normalen Straßen.
In Australien jedoch ist es üblich, an solche, oft modifizierten Zugmaschinen nicht nur einen, 2 oder 3 Anhänger zu koppeln, sondern ganze 7 und mehr. Im Jahr 2006 wurden an eine MAC-Zugmaschine mit Haube ganze 112 Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 1300 Tonnen und einer Länge von fast 1,5 Kilometer gekoppelt. LT, dies ist derzeit ein absoluter Rekord, der im Guinness-Buch der Rekorde festgehalten ist. Ein wahrer Autopro-Zug. In der Geschichte gab es auch ein Projekt, das sich stark von den gewöhnlichen Lastkraftwagen abhob. In den 1950er Jahren beschäftigten sich die US-Militärs mit der Frage, wie sie ihre Basis in der Antarktis versorgen könnten. Das Unternehmen Le Tourneau, das den Auftrag ausführte, baute zunächst einen riesigen Zweiachser mit 3,5 Meter hohen Zwillingsrädern. Darauf basierend entstand der Schneezug Snow Train LCC-1. Die Räder des Hauptmoduls und aller 3 Anhänger hatten integrierte Elektromotoren, die von einem 600 PS starken Cummins Dieselgenerator angetrieben wurden. Es heißt, diese Raupe mit einer Nutzlast von 45 Tonnen habe bis in die 1960er Jahre in Grönland gearbeitet. Ihrem Nachfolger in dieser Hinsicht war jedoch kein Glück beschieden. Technisch übertraf der Bodenauto-Pro-Zug Le Tourneau TC497 Overland Train Mark II seinen winterlichen Vorgänger. Es genügt zu sagen, dass die Höhe bis zur Oberkante der Kabine 9 Meter betrug. Die Antriebseinheit, bestehend aus den gleichen Motorrädern und Generatoren, bestand aus 4 Gasturbinen mit einer Gesamtleistung von 5000 PS. Die Zahl der Anhänger stieg auf 12. Wozu brauchte man diesen 200 Meter langen, 450 Tonnen schweren Giganten mit einer Reichweite von 600 Kilometer, der für die Besatzung eine Toilette, Küche und einen Aufenthaltsraum an Bord hatte? Zu Beginn des Kalten Krieges hatten die USA Angst, dass nukleare Angriffe die Straßeninfrastruktur zerstören würden. Es würden weder Eisenbahn noch Asphaltstraßen übrig bleiben. Und genau dann würden in dieser Apokalypse die Armada der Overland Trains in Aktion treten, die fast überall fahren könnten.